Die Themen im heutigen Zocker Lounge Wochenrückblick sind: deutsches RTS Rogue Command erschienen. Ebenfalls frisch aus dem Early Access raus ist Space Heaven. Siedlerklon The Colonists wird fast verschenkt. Crown of Aces mit großem Update. Steam 2 Electric angekündigt. Und Corsairs Remake zeigt erstmals Gameplay aus dem neuen Multiplayer. Also, schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Control the battlefield. Escalate the arsenal. Unleash your forces. Welcome to Rogue Command. Mit Rogue Command ist den Devs von Fennec aus Wölfersheim ein beeindruckender Einstieg in die Gaming-Branche gelungen. Denn ihr RTS-Roguelite-Mix ist nicht nur richtig gut geworden, sondern kommt auch richtig gut bei den Spielern an. Im Low-Poly-RTS mit Basenbau kämpfen zwei Maschinenfraktionen um die Vorherrschaft, was zunächst mal nicht besonders klingt. Das ändert sich aber zwischen den Missionen, wo ihr via Kartendeck neue Gebäude, Upgrades und Einheiten freischalten könnt, beziehungsweise alles exakt an eure Gameplay-Vorlieben anpassen könnt. Wer zum Beispiel lieber bunkert, baut Abwehrtürme aus, wer hingegen auf den Rush setzt, investiert in schnelle und günstige Einheiten. Rogue Command hat den Early Access am 14. Mai verlassen und ist aktuell mit 30% Rabatt für günstige 12,59 € auf Steam zu haben. And your power becomes unstoppable. Rogue Command. Control. Escalate. Unleash. That's the Earth, burning down and taking humanity with her. So we asked for a spaceship. Ebenfalls ganz frisch aus dem Early Access raus ist das spannende Space Heaven. Hier baut er im Prinzip in einer Art City-Builder ein fliegendes Generationenraumschiff auf, um irgendwo eine neue Heimat für die Menschheit zu finden. Dabei baut ihr nicht nur am Raumschiff an sich, sondern müsst auch auf Komfort achten und zum Beispiel die Luftbeschaffenheit im Auge behalten. Auch die allgemeine Stimmung eurer Mitreisenden ist wichtig, sowie Außenbordmissionen, bei welchen ihr dann auch durchaus auf feindliche Alienvölker stoßen könnt. Space Heaven ist am 13. Mai erschienen und startet ebenfalls mit Rabatt, sodass ihr aktuell auf Steam nur 13,49 € hinblättern müsst. We will make it work. We'll shine a light on it all. And maybe, just maybe, we'll find a new home for humanity. Spannend wird's hier für die Siedler 2-Fans, die mit The Colonists eine echte Sci-Fi-Alternative erhalten, die bei Instant Gaming mit roundabout 2 € plus 1 € für das Add-on fast verschenkt wird. Zur Aufnahme des Videos sind gerade alle Keys vergriffen, das Spiel kommt aber immer wieder in Keyschüben zurück. The Colonists bietet euch die Siedler 2 Gameplay mit klassischem Straßenbau, geht aber darüber noch deutlich hinaus. So dürft ihr später auch noch Eisenbahn integrieren und über Forschung neue Technologie freischalten, wohingegen auf Multiplayer und eine Kampfkomponente verzichtet wurde. Auch wenn The Colonist schon 2018 erschienen ist, wird es bis heute gepflegt und erweitert und hat erst Anfang Mai mit Version 1.9.25 einen Patch erhalten. Klare Kaufempfehlung. Auch Crown of Aces ist schon ein paar Tage älter, beziehungsweise im vergangenen Jahr in den Early Access gestartet. Hier übernehmt ihr das Kommando über einen abgelegenen Militärflugplatz im Zweiten Weltkrieg, welchen ihr dann entsprechend verwalten und ausbauen müsst. Vergangene Woche ist hier Update 5 Bootcamp erschienen,
welches den Indie-Titel ordentlich erweitert hat. So gibt es jetzt ein aufwendigeres Tutorial, ein überarbeitetes Quest-System mit Belohnungen in Form von neuen Gegenständen zum Bauen, sowie generell über 25 neue Deko-Objekte. Mit 30 € hier wahrscheinlich aktuell ein Tick zu teuer, aber für einen Platz auf der Wishlist, um es dann in einem Sale mitzunehmen, sollte es reichen. Nach Station to Station und Town to City ist vor Steam to Electric. Oder so ähnlich. Denn die Jungs und Mädels von Galaxy Groove haben wie gewohnt in ihrem Pixel-Art-Style ihr drittes Spiel angekündigt, welches sich, wie der Name schon sagt, wieder mehr auf Züge konzentrieren wird. Wie in Station to Station geht es hier darum, sinnvolle und effiziente Schienennetze zu verwirklichen, weswegen man Steam to Electric wohl auch als direkten Nachfolger oder zweiten Teil ansehen kann. Übrigens gibt es Station to Station nach wie vor für nur 1 € bei Instant Gaming. Die Ankündigung kam so ein bisschen aus dem Nichts, weswegen das Ganze wohl auch noch etwas unter dem Radar läuft und wir streng genommen auch noch gar nicht so viel vom Spiel wissen. Über 25 historische Zugmodelle soll es aber genauso einen Sandbox-Modus geben. Kommende Woche, beziehungsweise keine 24 Stunden nach Release dieses Videos, erscheint das Remake zu Corsairs Battle of the Caribbean. Corsairs erschien ursprünglich vor über 20 Jahren und bot ein völlig anderes RTS-Erlebnis, welches sich nicht nur auf Seegefechte beschränkte. Das Remake scheint durchaus hochwertig produziert worden zu sein und führt im Gegensatz zum Original sogar einen Multiplayer-Modus ein, der das Ganze um eine spannende PvP-Komponente erweitert. Darüber hinaus wird Corsairs 12 verschiedene Schiffstypen bieten, welche ihr dann in 5 Kampagnen wahlweise auf der Seite von Frankreich, England, Spanien und Holland befehligen könnt. Ob sich das Ganze lohnt, kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Ich weiß aber noch aus geraumer Vorzeit, dass meine Freunde das durchaus gezockt hatten. In diesem Sinne euch ein schönes Restwochenende und nächste Woche habe ich dann tatsächlich spannende News zum RTS-Oldie KKND. Corsair, la bataille des Caraïbes.